Hey ihr schönen Menschen, es ist sicher kein Geheimnis, dass ich vielleicht ein ganz klein wenig sensibler bin als der Durchschnittsmensch und sicher auch öfter traurig. Damit meine ich übrigens wirklich Traurigkeit und nicht Depression, nicht verwechseln. Es gibt zwar Leute, bei denen sich Depression und Traurigkeit ausdrückt, bei mir löst das aber mehr Apathie aus, also die Abwesenheit vom Gefühl. Die Liste von Dingen, die mich traurig machen können, ist echt endlos. Dazu gehört zu wenig alleine zu sein, zu viel alleine zu sein, ein süßes Mopsbaby zu sehen, das nicht bei mir wohnt, wenn das Gras alle ist, wenn Jimmy Eat World No Sensitivity nicht mit im Set hatten oder auch nur die Erkenntnis darüber, dass ich ein lebendiges Wesen in einer Welt bin, die sich längst selber zerstört. Wieso konnte ich nicht einfach auf dem Saturn geboren werden? Da wäre alles so viel einfacher. Shit, Kopfkino, jetzt muss ich drüber nachdenken, wie meine Mutter mich auf dem Dach von so einem Saturn-Elektronikmarkt rauspresst. Oh, ich will diese Bilder nicht in meinem Kopf. Und wisst ihr, lange habe ich diese Traurigkeit wirklich als Schwäche betrachtet. Etwas, was ich unbedingt loswerden muss. Und das hat sich zum Glück geändert, denn diese Forced Positivity war echt nicht gut für meine Psyche. Es hat damals echt nicht viel gebraucht, damit ich einem Freund texte, Hilfe, ich sterbe gerade an Traurigkeit und dann enttäuscht bin, wenn zurückkam, sorry, wir spielen gerade eine Show in Stockholm. Ihr wollt mich doch nur sterben sehen. Mein Kopf war einfach so festgefahren in dieser Überzeugung, dass ich diese Traurigkeit unbedingt schnellstmöglich loswerden muss, dass ich dabei voll in Panik geraten bin. Dann lief ich die ganze Zeit im Kreis und dachte mir so, scheiße, was mache ich jetzt? Ich muss das irgendwie wieder loswerden. Und dann renne ich weiter im Kreis und werde panisch und irgendwann setze ich mich hin, versuche die Augen zu schließen und tief durchzuatmen, werde aber nur noch panischer, bis ich irgendwann apathisch auf der Couch rumliege, The Saddest Landscape höre und hoffentlich in ein paar Stunden einschlafe. Das ist doch echt keine Lösung. Mit jedem Versuch, diese Traurigkeit loszuwerden, steigere ich mich dann nur noch mehr rein und mache mich psychisch so kaputt, dass, naja, würde jemand The Floor is Lava schreien, würde ich mich wahrscheinlich auf den Boden legen, damit ich wenigstens komplett verbrenne. Stattdessen habe ich halt einfach gelernt, meine Traurigkeit als das zu akzeptieren, was sie ist. Ein völlig normaler Bestandteil meiner Psyche, der halt irgendwie dazugehört. Seitdem ich das einfach so hinnehme, realisiere ich oft einfach so, irgendwie bin ich heute ziemlich traurig. Okay, schreibe ich halt einem Freund, ob er Bock hat, ein Bier am Aasee trinken zu gehen. Ich kann ja dann trotzdem noch den Tag genießen und muss mich nicht zu sehr in etwas reinsteigern, was halt einfach da ist. Vielleicht helfen mir diese Gespräche bei Sonnenuntergang auch, ein wenig über mich selber nachzudenken und ein wenig mehr Ordnung in meinen Kopf zu bringen. Traurigkeit ist kein Trend wie Clean Eating, bei dem du jetzt anfängst, dein morgendliches Müsli mit Bleichmittel zu essen. Traurigkeit hat es immer und überall gegeben. Ich glaube, wir lernen nur einfach selbstbewusster und offener damit umzugehen. Dafür haben wir alle unterschiedliche Strategien. Manche schenken dem einfach keine Beachtung, andere reden bei einem Bier mit einem Freund darüber. Manche Leute verarbeiten das, indem sie Songs oder Texte schreiben. Manche brauchen dann einfach mal eine Auszeit und andere brauchen dahingegen Ablenkung. Und am Ende ist es doch genau das, worum es im Leben geht, oder? Dass wir unsere eigenen Wege finden, mit unserer Emotionalität und Sensibilität umzugehen und unsere eigenen Ventile dafür entdecken. Mein Name ist Elliot Tender. Früher habe ich echt versucht, meine Traurigkeit um Biegen und Brechen loszuwerden. Heute kann ich sie einfach als Teil meiner Persönlichkeit akzeptieren, die vielleicht nicht immer angenehm ist, aber wenn das der Preis für die ganzen positiven Aspekte meiner Sensibilität ist, dann ist das ein Preis, den ich gerne dafür zahle. Bis zum nächsten Mal.